So sah es am Ende des Tages aus, aber von vorne. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind am Wochenende des 1. Mai unterwegs. 2 Tage am Rhein entlang. Heute rechtsrheinisch, morgen linksrheinisch. Ja, und wir machen eine Testtour. Wollen das ganze Equipment testen. Und wie ihr seht, das Wetter spielt nicht mit. Zumindest heute nicht. Also wir gucken. Ausnahmsweise mal Regen. Ja. Aber auch das muss man ja mit seinem Equipment mal austesten. Die Neckar haben wir jetzt überquert und der nächste Fluss ist dann der Rhein. Und da gibt es dann irgendwann mal erstmal Kaffee. Wir fühlen uns gerade so, als hätten wir irgendwas vergessen, weil die Taschen so relativ leer sind. Aber wir haben halt viel an Regenkleidung an und das muss morgen in die Taschen. Morgen gibt es nämlich blitzeblauen Himmel. Sowieso. Nach Regen kommt Sonne. Ja, da ist Anne gerade die Flasche runtergefallen. Wenn man hier mit dem Hintern drauf sitzt, die Flaschen drehen sich nach rechts rum und wenn man mit dem Hintern dann zu weit hinten sitzt, fällt sie so ab. Bei der Flasche hat man das Problem nicht, weil die sich nach rechts dreht. Das ist also kein Problem, wenn man mit dem Hintern dagegen kommt. Aber Ich glaube, das war der Huckel. ja, Huckel in Verbindung wahrscheinlich mit dem Hintern, ne? Weil du, welche Flasche war das? Die linke. Also die da. Ja, Ja, genau, meine ich ja. Bist wahrscheinlich dann auch mit dem Hintern dran gekommen. wahrscheinlich. Was macht die Regenkleidung? Was willst du sagen? Ja, noch top, würde ich sagen. Es ist wichtig, dass man die Hose über die Überzieher zieht, ne? Weil Ja, dann das stimmt. kann kein Wasser reinlaufen. Und wichtig, die Jacke hinten über die Hosen, über den Boden. Wir sind am Rhein. Ja. Wir fahren heute übrigens ca. 120 Kilometer. Und ja, wie ihr seht, wir sind mit den Rose Backroads unterwegs. Also die werden wir behalten. Im Fahrradbereich gilt ja eh N+1, ne? Also immer eins mehr als die Anzahl der Räder, die man sowieso schon hat. Und unser Plan ist, dass wir die nächste Radreise, die eher flach ist, mit den Backroads machen. Dann die zweite ist bergig, die mit den Opens. Und die dritte geht sogar auf eine Insel. Da haben wir dann Mietfahrräder. Vom Rhein ist gerade nicht viel zu sehen. Wir haben jetzt an die 30 Kilometer und ein Bäcker kommt nach 42 Kilometern, also 12 noch. Irgendwas schleift bei Anne. Weißt du denn wo? Achso, ja, hier ist ein. Das hier meinst du vielleicht? Dies oder was am Rad? Ich muss eher am Rad. Ja, dann kann es ja eigentlich nur die Bremse sein, ne? Ja. Wir fahren nochmal nebeneinander und dann hören wir. Ja. So, Frühstück gibt es jetzt schon eher. Nicht mehr. Räder stehen draußen. Ja. Die waren so nett und wir durften uns hier reinsetzen. Obwohl wir total saurig sind. So, es geht weiter. Erst waren wir eigentlich aufgewärmt, aber wenn man dann erstmal losfährt, merkt man doch, dass es noch kalt ist. Müssen wir ein bisschen Gas geben. Da vorne ist die Autobahnbrücke, die dann nach Speyer führt. Und ja, das Packen der Taschen dauert immer 1-2 Stunden. Ne? Und das dann nur für gerade mal 2 Tage. Also ich bin froh, wenn die nächste längere Tour ansteht. Dann lohnt sich das Packen immer wirklich. Ja, ich habe gestern davon mal so ein paar Aufnahmen gemacht, die kann ich jetzt mal einspielen. Nicht wundern, da war das Wetter noch ein bisschen anders. Ja, das ist immer ein ziemliches Gefriemel mit dem Saddleback Stabilizer, aber jetzt passt's. Okay, gut.
Oh, na? Ja? Nasi? Nasi? Nasi Goreng. Ja, es regnet ununterbrochen, aber so ab 13 Uhr oder so wird es dann trocken. Insbesondere da, wo wir hinfahren, ist schon ja, heute fast die ganze Zeit trocken, das ist ganz gut. Ja, und vom Rheinradweg, oder vom Rhein selbst, ist nicht zu sehen. Das ist oft so das, was ich daran halt nicht mag. Ne? Vom Gedanken her natürlich schön, von der Quelle bis zur Mündung immer am Wasser. Aber A, ist es oft gar nicht am Wasser. Ja, und B, wird es dann nach ein paar Tagen einfach langweilig. Jetzt machen wir es mal 2 Tage, aber dann reicht es wahrscheinlich auch wieder. Samstagmittag wird Fußball gespielt. Jetzt haben wir mittlerweile 50 Kilometer, es ist 12 Uhr und die Backroads machen sich gut. Richtig super. Und ein paar Zuschauer hatten mal einen Vergleich gefordert zu den von den Rose Backroads zum Open Wide, weil sich da preislich doch was tut. Und da mache ich morgen mal, sage ich da mal ein paar Minuten was zu. Das kommt dann im nächsten Video. Ja, und das hier ist ein absolut typisches Bild für einen Rheinradweg. Where is the Rhine? Ja. Kernkraftwerk Philipsburg heißt es, glaube ich. Müsste man mal schauen, ob das überhaupt noch in Betrieb ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Müssen ja alle Ende diesen Jahres schließen? I don't know. Ich blende es ein. Prost. Das erste Mal was trinken nach mehr als 50 Kilometern. Guten Kaffee haben wir getrunken, aber sonst... Ja. Ja. Ob das heute noch mal besser wird? Seht ihr, wenn das Licht angeht? Ja, das sieht alles aus hier. Ey. Jo. Schwupp. Ah, ja. Wasser können wir eh nicht mehr, ne? Nee, nasser geht nicht mehr. Na doch, schon. Also Füße super bei mir. Shake Dry, Gore-Tex Shake Dry, ne? Lohnt sich. VD Regenhose und ja, aktuell VD Überzieher. Wir essen gerade Pocket Porridge. Bisschen Energie teilen wir uns. Ein Baggersee. Ich fahre ins Bild. Ja, das tust du gut. Du bist immer eine Aufwertung einer fürs Bild. Ja, jetzt ist das erstmal, glaube ich, trocken, ne? Ja. Jetzt nach 73 Kilometern. Jawohl. Hallo, eine große Radlerrunde. Hafengebiet, Ölhafen Karlsruhe. Öltanks. Ja, Öl, das war ja doch ein Ölhafen. Rechts Öl und links Gas. Ja, aktuelles Thema. Ja, wir sind in Karlsruhe und die Straße ist schon trocken. Wir fangen an zu trocknen. Das kann aber wohl nicht sein. Ja? Dass wir das heute noch erleben dürfen. Aber wir schauen mal, ob da nicht irgendwas ist, wo wir hingehen können. Da vorne? Ja, könnte vielleicht sein. Wie heißt das hier? Landgasthaus irgendwas, ne? Maxau oder so. Ne? Mal gucken, ob wir hier Kaffee und Kuchen oder so bekommen. Ja?
Ja, da vorne waren wir gerade und ohne Regenjacke bin ich ganz mutig heute mal. Anne noch nicht? Nein, noch nicht. So, jetzt gibt es endlich ein bisschen Action hier mal. Da müssen wir mal unser Fahrrad drüber tragen. Das ist der Fahrradweg. Aber mit so einem leichten sportiven Rad, kein Problem. Nee, das mache ich lieber nicht. Was wirklich? Entspannung kaum zu übertreffen. Ja. Oh, geil. Du würdest da ja anfassen. Ja, das ist hier nichts für mich. Nicht runterschauen. Die letzten 20 Kilometer brechen an. Ja, und dann hoffen wir, dass wir das Zelt im Trocknen aufbauen können. Wir haben Sonnenschein. Hey, aber richtig Sonnenschein jetzt, ne? Nach 104 Kilometern. Haben wir uns verdient. Ja. Jacke aus. Gibst du mir her, ich packe sie hier vorne drauf. Das kriege ich hin. Okay, komm raus. Ja, hier ist es nochmal ganz schön. Wir müssen mal hierher. Wir haben ein Anliegen. Ja, das kann man ganz gut fahren. Bitte schon. Ich hoffe, das bleibt auch so. Was? Was machen Anne? Was machen? So weit komme ich mit dem Arm nicht rum. Was machen Anne? Was hast du gemacht? Ah, ich habe ja diesen Graben nicht gesehen und dann bin ich voll erschrocken. Puh. Action. Action Jackson. Ja. Alright. Ja, 11 Kilometer noch. Das ist jetzt hier wegen Brutgebiet und irgendwelcher Greifvögel oder sowas gesperrt. Gab es mal im Exotenwald. Zur Abwechslung mal eine berechtigte Sperrung. Aber keine Vögel. Über den Link in der Videobeschreibung gelangt ihr ganz easy zu meinem Komoot-Profil. Jawohl, wir sind da. Du gehst rein? Ja. Gut, super. Geschafft? Geschafft. Wir sind drauf. Parzelle 611. Genau. Und da vorne. Wow. Die 611. Cool. Na, da auch. Ja, dann gehen wir doch. Ja, Wasser und Strom ist das hier, ne? Strom habe ich gar nicht gefragt. Ich habe das Kabel nicht dabei. Das Zelt ist aufgebaut, sieht jetzt ganz gut aus. Hier auf dieser Seite passt das. Man muss mal gucken, dass die Folie, das ist so eine bestimmte Folie, kann ich euch mal einblenden. Aufpassen, dass es nicht drüber hinausschaut, weil wenn es regnet, wird es drauf regnen und dann das Wasser rein. Ja. Das ist auch okay. Was mich so ein bisschen wundert, ist die Seite hier.
weil die schlappert hier so rum und wenn es regnet, seitlich könnte es hier auch mal nass werden. Aber irgendwie weiß ich es auch nicht besser. Naja, gut. Also, ja, wir sind happy hier auf dem Campingplatz. Gute Parzelle bekommen, alle nett. Heute Abend gehen wir noch essen. Ja, unsere Fahrräder sehen krass aus. Hier ist halt Strom dran. Ne? Anna hat zwar den Viererstecker vergessen, aber haben wir wenigstens eine Stromquelle hier. Aber zum Glück machen wir alles. Es lädt alles. Ja. Ich habe das jetzt hier mal behelfsmäßig gemacht. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Weil dann rutscht es ja hier auch so hoch. Naja. Passt für heute. Muss ich mich noch mal schlau machen. Ja, jetzt gehen wir duschen, oder Anne? Gehen wir duschen, ja. So, wir sind geduscht. Genau, und ihr Es ist seht, alles trocken, Gott sei Dank. ja, und wir sitzen Die Sonne hier scheint. genau in der Sonne. Und ja, jetzt gehen wir gleich hier rüber zum Restaurant. Da ist heute auch Tanz in den Mai mit Grillwagen und Bierwagen und so weiter. Und mal schauen, ob wir da mitfeiern und wie lange die Musik geht. Und ja, dann wollte ich noch das Quiz aus dem letzten Video am Ende. Habe ich ja gerade gefragt, was das war. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Mario Dorn. Und wer das jetzt verstanden hat, der schreibt es bitte einfach in die Kommentare. Das war Gabor Steingart und der macht immer das Pioneer Briefing. Früher hat er das eingeführt, glaube ich, beim Handelsblatt. The Morning Briefing heißt es da. Und jetzt hat er das rübergeführt in seinen eigenen Laden. Und das ist ein Podcast, die gibt es werktags jeden Morgen zwischen 6:30 und 7 Uhr, wird er hochgeladen. Und da verabschiedet er sich immer so. Ich spiele das jetzt einfach mal ein. Ich hoffe, er ist mir nicht böse. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. So, gut, dann haben wir das. Und Ja, und dann, ich bin hungrig. Du bist hungrig. Wir gehen dann später mal schlafen und dann sehen wir uns morgen wieder. Ne? Ja, ciao. Ciao. Gute Nacht.